Hallo, unsere Marktdaten für Österreich gibt es nicht nur auf der Ebene der Gemeinden oder Postleitzahlen, sondern noch viel feinräumiger. In diesem Video sehen Sie, welche Informationstiefe feinräumige Geodaten bieten können. Mein Name ist Andreas Maat und ich bin Head of Solutions bei der WIGOGIS in Wien. Aber starten wir zunächst einmal mit der administrativen Einheit der Gemeinden. Zu diesem Zweck wechseln wir mal hier nach Graz. Wir sehen hier in blau umrandet die Gemeindegrenzen von Österreich und in der Mitte die große Geometrie für Graz. Ich klicke darauf und wir sehen hier, dass Graz 291.000 Einwohner hat, einen Anteil der 20- bis 34-Jährigen von 26% oder eine Pro-Kopf-Kaufkraft von 1.706 €. Ich kann allerdings mit der administrativen Einheit der Zählsprengel einen viel detaillierteren Blick auf Graz gewinnen. Dazu blende ich einmal die Zählsprengel ein. Wir sehen hier die Zählsprengel, die je nach Bevölkerungsdichte größer oder kleiner sind. Auch hier schauen wir mal auf den Zählsprengel hier im Norden. Sehen wir, es gibt 1739 Einwohner oder eben eine Altersstruktur, Anteil der 20- bis 34-Jährigen von knapp 17%, also unter dem Durchschnitt von Graz. Nun möchte ich das gern detaillierter analysieren. Ich zeige mir nur die Zählsprengel an, die in Graz sind, deren Anteil 20- bis 34-Jährigen über 40% ist und wo der Pro-Kopf-Kaufkraft unter 1.670 € liegt. Wenn ich mir das filtere, sehe ich, bleiben nur die Zählsprengel im Osten und im Süden des Schlossbergs über, also in der Nähe der Universität. Sie glauben, es geht nicht viel detaillierter, doch es geht noch viel detaillierter. In Österreich gibt es knapp 2200 Gemeindegrenzen bzw. Postleitzahlen. Es gibt ca. 8800 Zählsprengelgrenzen und 500.000 Rasterzellen. Diese Rasterzellen sind 100 x 100 Meter groß, also kleiner als 2 Fußballfelder aneinandergereiht. Ich zeige Ihnen diese Rasterzellen, schauen so aus. Und auch hier können wir in eine Rasterzelle reinklicken und wir sehen, dass diese Rasterzelle zum Beispiel 101 Einwohner hat und 355 Tagesbevölkerung. Und ich möchte mir gerne die Tagesbevölkerung visualisieren, mache das und sehe hier in dunkelrot, wo sich die Tagesbevölkerung in Graz untertags vermehrt aufhält. So, das war's mit der Illustration zu den Marktdaten von Österreich. Mehr Informationen finden Sie im Text unter diesem Video oder besuchen Sie einfach wigogis.com.